Als uns das Thema Agathe Lasch vom Geschichte-Team zugeteilt wurde, wussten wir eigentlich gar nichts über sie. Wir kannten nur den Namen bisher von der Bushaltestelle in Othmarschen, ganz in der Nähe unserer Schule. Wir entschieden uns also dort, die Leute nach Agathe Lasch zu befragen. Wissen Sie etwas über Agathe Lasch? Nein, leider nicht. Nein, gar nichts. Ich wusste mal was über Agathe Lasch. Ich habe vor 11 Jahren hier um die Ecke angefangen zu arbeiten und da habe ich mal aufs Straßenschild geguckt. Aber ich gebe zu, in den letzten 11 Jahren ist dieses Wissen verschüttet. Leider überhaupt gar nichts, außer dass es diese Haltestelle gibt. Mehr weiß ich über sie nicht. Nee, ich weiß gar nichts über Agathe Lasch. Leider überhaupt gar nichts. Leider konnten uns die Leute an der Bushaltestelle nichts über Agathe Lasch sagen. Dabei war sie eine sehr interessante Persönlichkeit, wie wir beim Gespräch mit Professor Nikolaisen von der Uni Hamburg erfahren sollten. Agathe Lasch ist eine ganz wichtige Sprachforscherin gewesen, also eine Philologin. Und das Besondere an ihr ist auch, dass sie eine der ersten Frauen gewesen ist, die akademisch gearbeitet hat. Als sie eigentlich studieren wollte, war das an preußischen Universitäten wie in Berlin für Frauen noch gar nicht erlaubt. Das heißt, sie musste dann ihren Abschluss in Heidelberg machen und ist dann bei Gründung der Hamburgischen Universität, wie sie damals hieß, hat sie sich dann hier in Hamburg habilitiert als erste Frau. Sie wurde 1923 zur ersten Professorin der Hamburgischen Universität ernannt und bekam 1926 dann die Professur, eine außerordentliche Professur für niederdeutsche Philologie. Und damit war sie die erste Germanistik-Professorin in Deutschland, also die erste Frau, die eine solche Professur im Bereich Germanistik deutschlandweit gehabt hat. Sie hat sich zum einen sehr stark mit dem Niederdeutschen beschäftigt, auch sprachhistorisch und mit Stadtsprachen, insbesondere in Berlin und in Hamburg, also in den beiden Großstädten in Deutschland. Und sie hat bahnbrechende Wörterbuchprojekte in Hamburg begonnen. Also das ist einmal das Hamburgische Wörterbuch, das 1917, als sie nach Hamburg kam, unter ihrer Führung, unter ihrer Ägide begonnen wurde und das 2006 abgeschlossen wurde. Einer der ersten Einträge zum Beispiel ist Aal. Also da denken wir, naja, also was soll man noch zu Aal dazu schreiben? Und da steht also so die ganze Geschichte, wie das Wort Aal ausgesprochen ist, wie es benutzt worden ist, wie sich die Benutzung verändert hat, in welchen Sprichwörtern es vorkommt, in welchen Versen es vorkommt. Also man muss dazu sagen, dass 1933, als die Nationalsozialisten die Macht übernommen haben, an allen deutschen Universitäten die jüdischen und die anderen politisch missliebigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Professorinnen und Professoren entlassen worden sind. Auch übrigens viele, die sich selbst gar nicht als Juden wahrgenommen haben, aber von den Nationalsozialisten rassistisch so definiert worden sind. Sie wurde nicht wie die meisten 1933 sofort entlassen. Also es gab einige Bemühungen auch ihrer Studierenden, sie zu halten, aber 1934 wurde sie eben auch entlassen. Insgesamt betraf das etwa 20% aller Professorinnen und Professoren der Hamburger Universität, die weg waren, weil sie Juden waren oder als Juden definiert worden sind. Das heißt, Agathe Lasch verlor ihr gesamtes berufliches Umfeld, in dem sie wirklich gelebt hat. Also sie hat sich sehr auf die Wissenschaft konzentriert, sie hatte keine eigene Familie, sie hat die akademische Lehre, also den Unterricht mit Studierenden sehr ernst genommen. Das war ihr Leben, die beiden Wörterbuchprojekte und viele andere Forschungsprojekte, die sie in Hamburg hatte. Und 1934 hat sie all das verloren. Sie hat dann noch 3 Jahre lang in Hamburg gelebt und ist dann 1937 zu ihren Schwestern nach Berlin gezogen. Es gab immer mehr Verbote für Juden in Deutschland und all diese Schritte hat Agathe Lasch eben in Hamburg und Berlin miterlebt. Sie durfte dann keine Bibliothek mehr betreten, sie durfte dann später ihre eigene Bibliothek nicht mehr haben. Es wurde ihr sozusagen die Luft zum Atmen genommen. Und das endete eben 1942 im August mit der Deportation nach Riga, wo sie dann 3 Tage später ermordet wurde. Die erste öffentliche Spur ist tatsächlich die Straßenbenennung, der Agathe-Lasch-Weg in Othmarschen 1970/71, eben, dass die Straße nach ihr benannt wurde. Das ist, glaube ich, schon mal etwas sehr Wichtiges. Also das hat euch vielleicht auch ein bisschen hier auf diese Spur geführt.
Dann ist 1992 vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg ein Agathe-Lasch-Preis begründet worden für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Gebiet der niederdeutschen Philologie, also dem Fachgebiet von Agathe Lasch. Dann gibt es hier im Gebäude einen Hörsaal, das ist der zweitgrößte, der nach Agathe Lasch heißt, also Agathe-Lasch-Hörsaal seit 1999. Das ist der Hörsaal unter der Kuppel. Das ist eigentlich der schönste Hörsaal, den wir hier haben, der eben seit 1999 nach ihr heißt. Ja, und dann gibt es eben auch noch eine Straßenbenennung in Berlin, ein Agathe-Lasch-Platz, nicht weit vom Kurfürstendamm entfernt, seit 2004. Und es gibt mehrere Stolpersteine an ihrem früheren Wohnort in Hamburg. Hier, wie ich eben schon sagte, vor dem Hauptgebäude der Universität, ein dritter Stolperstein in Berlin. Dank Nikolaisen wissen wir jetzt viel mehr über Agathe Lasch, unter anderem auch, warum die Bushaltestelle in Othmarschen nach ihr benannt wurde. Sie war die erste Hamburger Professorin und eine Pionierin auf dem Gebiet der Germanistik.